zusammen, ich bin Zoe und hinter der Kamera steht der Merlin. Wir sind zusammen The Film People und wir bauen gerade einen Mercedes Sprinter zu unserem Vollzeit-Zuhause aus. Wir haben mittlerweile schon einiges am Sprinter geschafft. Wir haben schon Fenster eingebaut, wir haben Dachventilator eingebaut, wir haben die Außenseite mit Raptor-Lack behandelt und jetzt fangen wir endlich auch innen an. Heute geht es daran, die Isolierung zu machen. Wir haben ja geplant, dass wir die Wände erstmal mit Alubutyl schalldämmen wollen und danach mit Armaflex isolieren wollen. Und für den Boden nehmen wir XPS-Platten. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Boden an. Weil der Boden unterschiedliche Höhen hat, haben wir uns dafür 24 und 30 mm Fichtenholzlatten bestellt, um eben diese unterschiedlichen Höhen auszugleichen. Wir bauen dann eine Art Holzskelett, was wir auf den Boden legen können. In die Zwischenräume kommen die XPS-Platten. Wenn wir die Platten da eingeklebt haben und der Rahmen fest mit dem Boden verklebt ist, dann kommt da oben nochmal eine 5 mm Trittschalldämmung drauf, damit wir eben keine Geräusche haben, wenn möglicherweise die Platten auf unserer Holzplatte reiben. Außerdem bekommen wir dadurch nochmal 5 mm mehr Isolierung dazu. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, nehmen wir die Platte, die hier vorher schon in dem Auto war, schleifen die nochmal ab, machen die sauber und dann wird die hier in den Sprinter wieder reingelegt. Dadurch sparen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Geld und wir müssen nicht nochmal eine Schablone machen, um eine neue Platte zurechtzuschneiden. Das heißt, als erstes wird hier drin jetzt sauber gemacht, dann wird ausgemessen und dann geht's richtig los. Unser erster Schnitt passt auf jeden Fall und jetzt gibt es bestimmt noch 100 weitere Schnitte zu machen. Auf geht's! Jetzt schauen wir mal, ob das auch alles passt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hier nochmal optimal. Tada! Gerüst ist fertig. Also fast. Wir haben jetzt hier alles reingelegt und zusammengesteckt und die jeweiligen Hölzer abgeschnitten. Und jetzt müssen wir die aber irgendwie noch miteinander fixieren, damit die uns nicht im Auto hin und her rutschen. Das werden wir jetzt einerseits mit Schrauben machen, da wo wir rankommen. Und die anderen Verbindungen werden wir mit Tackernadeln zusammen tackern. Und dann wird das Ganze auf den Boden geklebt. Mit dem Tacker geht es eigentlich ganz gut jetzt. Wir haben beschlossen, jetzt nur noch zu tackern und dann Feierabend zu machen. Es ist schon nach 21 Uhr. Die Nachbarn beschweren sich gleich schon bestimmt. Guten Morgen zusammen, es ist ein neuer Tag, wir sind voller Motivation und unser Ziel für heute ist es, den kompletten Boden fertig zu isolieren. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich bin guter Dinge und du? Na dann. Wir haben gestern in der Dunkelheit noch unsere Rahmen so weit zusammengetackert, dass die schon zusammenhalten. Jetzt geht es daran, dass wir die nochmal mit Schrauben verstärken, dass das Ganze Stabilität bekommt. Und dann geht es mit der Isolierung wirklich los. Let's go. Jetzt soll ich aufstehen. Weißt du, dass die Anweisung nicht vorlesen?
Let's go. Safety-Tipp auf der Baustelle Nummer 1. Immer die Haare zu machen. Ich gebe zu, ich vergesse es auch oft. Aber ich will ja nicht meine Haare in der Bohrmaschine gefangen haben. Wir haben noch ungefähr 100 Löcher zu bohren, aber es funktioniert ganz gut. Es ist echt stabil, nachdem die Schrauben drin sind. Von daher, let's get going! So, wir haben die Rahmen jetzt fertig verschraubt, die sind jetzt richtig schön stabil. Jetzt wird hier drin nochmal sauber gemacht und dann können wir die endlich einkleben. Juhu. Sieht gut aus, die sind echt stabil. Mega stabil. Noch kurz was dazu sagen, warum wir das so komisch gemacht haben. Es sieht vielleicht ein bisschen weird aus jetzt, unser ganzes Design, aber wir haben überlegt, wo wir uns am meisten aufhalten, also wo der meiste Druck dann auf die Platte drauf kommt, also in dem Gang, wo wir langlaufen und vorne in unserem Eingangsbereich. Und da haben wir dann dementsprechend mehr Hölzer hingelegt. Und unterm Bett, wo zwar schwere Sachen wie die Akkus und der Wasserkanister sind und so, haben wir das ein bisschen weniger gemacht, weil da ja nicht die ganze Zeit so ein Gewichtswechsel drauf ist. Ja. Sieht auf jeden Fall aus, als hätten wir voll den Plan gehabt dabei. Wir haben einfach nur ein bisschen probiert eigentlich. Alle Dinger wieder raus. Bitteschön. Jetzt kommt noch der gute, super teure Silikonentferner zum Einsatz. Den haben wir uns mal gegönnt jetzt. Und jetzt wird alles gewienert. Schnappt dir einen Lappenspatz, Freund. Wie geht denn das auf? Ich bin gerade voll begeistert. Wir haben mit diesem Silikonentferner endlich geschafft, diese ganzen Klebereste hier zu entfernen. Wir haben uns da dumm und dusselig geputzt mit dem Alkoholreiniger vorher. Und der Silikonentferner hat es einfach wusch wusch weggemacht. Und jetzt sieht es endlich mal ein bisschen sauberer aus hier auf dem Boden. Sieht schon gut aus. So sauber war das noch nie. Bevor wir unsere Holzkonstruktion jetzt hier überall verkleben, verlegen wir jetzt hier nochmal diesen Kabelschlauch, damit wir von unserer Stromverteilung hier hinten eine Verbindung bis nach ganz vorne haben. Alles sauber, jetzt geht's ans Einkleben. Wir müssen uns beeilen, es fängt gleich an zu regnen. Hi. Danke. Wir haben es geschafft, unsere Holzkonstruktion auf dem Boden zu verkleben, während es geregnet hat. Jetzt wird es langsam dunkel und es ist immer noch ein bisschen nass, aber wir wollen auf jeden Fall hier diese Platten heute noch zurechtschneiden. Deswegen habe ich mich hier auf die Terrasse geflüchtet. Ich versuche das jetzt mal hier mit so einem Standard-Cutter-Messer. Ich habe im Internet gelesen, dass man die ganz gut anritzen kann und dann über eine Kante brechen kann. Mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Das funktioniert richtig gut. Nice. Sehr cool. Es dauert ja alles immer ein bisschen länger, das haben wir mittlerweile gelernt. Und heute ist auch noch Zeitumstellung, das heißt, es wird auch noch eine Stunde früher dunkel. Das ist alles noch ein bisschen komplizierter.
Aber immerhin funktioniert das hier mit dem Schneiden gut. Das macht mich schon mal auf jeden Fall richtig happy. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. So, das war's. Ich habe jede Menge Teile geschnitten. Ich habe nicht mal gezählt, wie viele das sind insgesamt. Aber jetzt haben wir alles. Und morgen können wir das alles einkleben. Aber jetzt ist Feierabend. Good morning! Wir sind mittlerweile bei Tag 3 unseres Isolierungsprozesses. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Die Bodenplatte liegt noch nicht wieder drin, wie ihr sehen könnt. Draußen ist es super ekelhaft, deswegen mussten wir gestern noch früher abbrechen und es regnet immer noch ein bisschen. Aber wir werden heute den ganzen Tag damit verbringen, diese Manna-Waffeln hier einzukleben, die der Merlin gestern vorgeschnitten hat. Das sind unsere Dämmplatten. Der Merlin hat versucht, die ungefähr richtig zu schneiden, dass sie hier reinpassen, aber das wird jetzt eine ganz schöne Puzzlearbeit. Es könnte überall reinpassen, aber es passt nirgendwo richtig. Passt schon. Ist schon wärmer, wenn man auf dem Holz steht. Na denn, übrigens unser Ziel für heute ist es, den Boden fertig zu kriegen. Das war schon das Ziel von gestern. Vielleicht klappt es heute besser. So. Ich mache jetzt hier mit unserem Montagekleber nur kleine Punkte auf die Dielen, damit die Dinger hier drin halten. Die sind zwar ganz gut eingeklemmt, aber sicher ist sicher. Oder? Ich habe das Messer kaputt gemacht. Krieg ich nicht wieder zusammen. Fertig! Boden ist drin. Ging besser als gedacht. Wenn man richtige Cuttermesser hat, die scharf sind, dann geht es auch eigentlich ganz gut. Das Zeug lässt sich gut schneiden. Und wir können auf dem Boden sitzen mittlerweile. Also, es macht auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Ja, wir lassen es jetzt nochmal antrocknen, während wir Mittagspause machen und danach kommt unsere Trittschaltdämmung rein und dann endlich der Holzboden. Und der wird dann verschraubt und dann haben wir hier einen richtigen Boden. Finalmente. Check. So, jetzt geht's an die Trittschaltdämmung. Wir haben zum Glück 4 Pakete davon und wir versuchen das jetzt alles hier auf dem Boden wirklich bis an den Rand zu kleben und dann wollen wir an der Rand mit so einem silbernen Tape das nochmal alles so abdichten, dass wir hier unten wie so eine geschlossene Wanne haben und dann können wir nämlich mit dem Amaflex bis da unten anstoßen. So die Theorie. Die Lücke mit Silikon aus, damit hier nicht von hinten irgendein Dreck unter unsere Bodenisolierung geht, wenn die Tür offen ist. Sonst sammelt sich da unten drunter ganz viel Zeug an, wo wir nie wieder dran kommen. Deswegen wird das jetzt alles schön zugekleistert.
erste Teil vom Boden ist jetzt drin und es passt richtig gut. Wir hatten hier hinten, mussten wir in der Ecke noch raussägen, weil das jetzt alles ein bisschen höher liegt und dieser Holm hier im Weg ist. Und ich habe ein richtig gutes Template gemacht und es hat beim ersten Versuch perfekt geklappt. Und jetzt kommt die zweite Platte. Na dann. Der Boden ist fertig. Wir haben jetzt statt, wie geplant, einem Tag 3 Tage gebraucht, aber das ist ja schon so ein Klassiker bei uns. Aber wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben den jetzt richtig schön verschraubt und ist auf jeden Fall eine solide Grundlage für unseren Boden und alles, was jetzt hier drauf kommt. Der nächste Schritt ist dann, die Wände und die Decken zu dämmen. Das wollen wir, wie gesagt, in 2 Schritten machen. Einmal die Schalldämmung mit Alubutyl und zweitens dann die Wärmedämmung mit Amaflex. Das haben wir nicht geschafft diese Woche. Das steht nächste Woche an. Und dann haben wir hier schon eine richtig gute Grundlage für ein Zuhause. Können wir fast überlegen, ob wir mal eine Matratze reinlegen und hier mal eine Nacht schlafen. Wir sind auf jeden Fall echt happy und freuen uns, dass es langsam, aber Schritt für Schritt vorangeht. Wenn ihr nächste Woche uns beim Amaflex kleben und verzweifeln wahrscheinlich begleiten wollt, dann kommt nächsten Sonntag wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Hey, du hast einen Snack dabei gehabt. But when I see the smile run across your face and the sunrise lights up another day,